Hallo, Konnichiwa. Yoshi and Asai Adventure. Adventure そう、今日はアサールに日本人男性のいいところを聞いてみようと思います。はい。アサールが僕日本人と結婚したということで、じゃあなんで日本人を選んだのかとか、じゃあ日本人の夫で良かったこととか、ちょっと聞いてみようかなって思います。じゃあ今日まずは、どう日本人の、夫は日本人の夫は好きです。日本人の夫は本当に gut. Also, das Gute an Yoshi ist, erste Sache, Pünktlichkeit. Ah, ja. Japanischer Mann. Japanischer Mann ist immer pünktlich. Desho? Immer wenn wir ein Treffen vereinbaren und wenn ich sage, ja, um diese Uhrzeit müssen wir uns treffen, Yoshi ist immer pünktlich da. Ich liebe das. Aber wir treffen nicht so oft mehr, ne? Ja, aber früher. Okay. Deswegen hast du mich mit mir heiratet. Nur weil du pünktlich bist, nur deswegen, sonst Ja. nicht. Nein. Okay. Ja. So. じゃあ他には Und ich finde, Yoshi ist sehr respektvoll. Das ist auf jeden Fall auch ein Vorteil, weil, ja, ich finde, Yoshi ist höflich. Nicht immer, aber meistens ist er sehr höflich. Ja, das gefällt mir auch sehr. Okay. Dakaraski. Okay. Okay. Was ich gut finde noch nach dem Heiraten mit japanischem Mann, ich merke, dass japanische Männer sehr geduldig sind. Geduldig? Ja, ich finde, Yoshi ist viel geduldiger als ich. Desho? Oder Zum Beispiel. Weiß ich nicht. So Kleinigkeiten wie zum Beispiel, wenn etwas schmutzig ist, dann bin ich sehr schnell sauer, aber du bist ruhig. Das ist nicht gut. Oder wenn ich meckere, dann du bist ruhig und sagst, ja, Asal, alles wird gut, kein Problem. Und ich bin so... Das finde ich auf jeden Fall. Okay. それは日本人だからこそだからこそ。本当に本当に。じゃあなんで他の外国人はどうなの外国人わからない。私は sehr lange her, ich weiß es nicht mehr. Aber ich finde doch, du bist sehr ruhig und geduldig. Okay. Weißt du, was ich meine? Und deswegen finde ich, japanische Männer sind sehr geduldig. じゃあ逆になんか嫌なことは日本人の夫のこれはダメ Schlechtes von japanischen Männern ist, dass japanische Männer sehr schnell müde sind. Ja? Yoshi, du bist immer müde. Yoshi ist immer müde. Ich bin viel älter als Yoshi. Das stimmt, aber japanische Männer ist viele arbeiten. Das stimmt. Die Das finde ich auch sehr gut. Ich finde, japanische Männer arbeiten sehr viel. Also, was heißt arbeiten sehr viel? Die sind sehr fleißig. Ja, das ist super, etwas, was ich super finde. Aber dadurch, dass die so fleißig sind, sind die so schnell müde. zu Hause, ne? Ja, Yoshi ist halt, ja, sehr schnell müde. Noch müder als ich. Arbeite auch sehr viel. Und er schläft aber manchmal mehr als ich. Und dann habe ich mehr Energie als er. Wakaranai. Das ist auch andersrum, auch genauso. Das stimmt. Das finde ich auf jeden Fall, ja. Aber auf jeden Fall sehr fleißig, finde ich, dass japanische Männer sehr fleißig sind. Denkst du auch so? Ich finde, im Arbeit oder so, ne? Japaner sind fleißig. Auf jeden Fall merkt man. Also, und 日本人はやっぱ気が利くめちゃくちゃ。そうですね。外国人はやっぱ言わないとやってくれないとこいいけど、日本人はもう何も言わなくても手伝ってくれたりっていうのが、ほんとサッカーしてても、やっぱ日本人めっちゃ気が利くんだなっていうのは感じますね。そうですね。Das nächste, was ich ein bisschen mir aufgefallen ist, dass dass japanische Männer nicht sehr viel über Emotionen reden. Nicht sehr viel reden, nicht nur über Gefühle, sondern auch wie es dem geht. Also wenn Yoshi wirklich sehr krank ist, dann sagt er, ich bin krank. Mir geht's nicht gut. Aber das war's. Dann einfach krank und dann 3 Tage im Bett. Aber wenn ich krank bin, dann immer, mein Kopf tut weh, meine Schulter tut weh, das tut weh. Aber Yoshi ist immer, ich bin krank.
Aber das liegt an Japan oder so? Finde ich schon, ja. Also ich finde, japanische Männer sind nicht so wehleidig wie andere. Die sagen nicht Was viel. ist denn andere Männer, andere Land? Vielleicht deutsche Männer oder auch Ja. so. Deutsche Männer sind sehr wehleidig. Die sagen sehr oft, oh, mein Fuß, die beschweren sich sehr viel. Mhm. Aber Yoshi beschwert sich nicht sehr viel. Ich finde, Yoshi beschwert sich kaum. Oder? Du Kann beschwerst sein. dich nicht so viel. Nein. Welche? Mhm. Er mag das nicht, wenn man sich zu sehr beschwert. Er sagt immer, 何これこれでしょ、これ. Ja, finde ich schon. Aber einige Japaner auch, ne? Nicht alle, ne? Natürlich. Natürlich nicht. Ja. Aber ich glaube, viele sind so, dass sie sich nicht sehr viel beschweren, sondern einfach nur kurz. Onaka itai. Ende. Und dann, Daijobu? Daijobu. Hey? Aber weil, so, Ausländer müssen alle sagen, ne? Weißt du? 日本人は喋んなくてもいいけど、あ例えば気を使ってこう察する、察するっていう文化があるように、Japaner gucken so ohne zu sagen, muss helfen. So. Japaner verstehen sich gegenseitig ohne zu sagen. Weißt du? あ、そうですね。Das stimmt, ja. いや、でも、言ってもしょうがなくない Ja, kann man nichts machen, aber ich denke, also wenn ich gestresst bin, tut mir gut, wenn ich sage, wenn ich rede. Aber du bist anders. Ich denke, viele japanische Männer sind so, dass sie nicht viel über Emotionen reden oder über Probleme reden, sondern nur drinnen lassen. それが良くないって思ってるっていうこと、はい。じゃあ、いっぱいそういうの言った方がいいの、言ってほしいってこと、はい。ああ、だって、はい。Manchmal besser, wenn man mehr redet. Ippai shaberu. Gut. Okay. Und was ich noch gut finde, was mir aufgefallen ist, und das finde ich halt, ich finde auch Deutsche mögen sowas auch. Das ist keine Fähigkeit, aber einfach so ist mir aufgefallen. Aber ich finde, japanische Männer lieben Onsen. Und Sauna. Das ist mir aufgefallen. そうなのそうなの。それはいいところ、そうです。日本人男性そうです。のいいところ。はい。Das ist mir aufgefallen, weil Yoshi, seitdem ich Yoshi kennengelernt habe, ich war vorher noch nie in einer Sauna, bevor ich Yoshi kennengelernt habe. Ich fand es immer ein bisschen komisch. Weil in Deutschland gibt es keine getrennte Sauna. Man geht zusammen. Und nackt. Und alle sind nackt. Deswegen war ich nie so alleine oder mit Freundinnen. Aber seitdem ich Yoshi kennengelernt habe, dann hat er immer gesagt, oh, dann Onsen, ich vermisse Onsen. 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 Oh. Onsen. Ja, Japanisch ist Onsen. Onsen. Aber Deutsch ist Onsen. ごめんなさいよ。Nein, ich finde 私は das- 日本人じゃないでしょ。 Ich weiß, aber ich finde das lustig, ich sage nur so. Siehst du, er ist böse. Und er ist sehr direkt. Er ist sehr direkt. Das ist auch das Problem. Ich schneide das alles. Toni, erstmal zurück zu Onsen. Onsen. Onsen? Onsen. Onsen. Onsen? Onsen. Onsen. Auf jeden Fall, genau, die sind getrennt, aber seitdem ich ihn kenne, hat er sehr oft gesagt, lass uns in die Sauna gehen. Auf Deutsch heißt es Sauna. Und ich so, nein, das Sauna ist komisch. Und dann waren wir einmal in der Sauna und dann Skides! Hontoni Skides! Ja, dann, ich denke, viele japanische Männer mögen das. 日本帰ったら行かないとね。はい。温泉うん。行きましょう。行きましょう。はいへい、はい。Ja. あとは例えば私生活で日本人こういうところがいいとか。 Also, was sehr gut ist zu Hause, finde ich, Yoshi ist sehr minimalistisch. Er hat nicht sehr viele Bedürfnis, viele Sachen zu haben. Deswegen zum Beispiel unsere Wohnung ist nicht sehr groß. Hätte ich nicht mit Yoshi zusammen gewesen, sondern mit jemand anders, glaube ich. Wenn nicht, weiß ich nicht, vielleicht ist Yoshi so, aber ich finde, viele Japaner legen Wert darauf, nicht viele Sachen zu haben. Und wenn zu viele Sachen, also du kaufst nicht so viele Sachen, die du nicht brauchst. Er wartet erstmal, bis die Sachen kaputt sind oder er wirklich was braucht, dann kauft er das. Ja. Und ich nicht. でも多分それは日本人じゃなくて多分その
その個人のキャラクターだと思うな。 本当に? インディビデュアル。 Aber diese Gedanke von Minimalismus kommt ja auch aus Japan, ne? Viele Japaner denken so. いや、 Ja, どうなんですか？ 本当に。 Okay. In Deutschland ist das bekannt, dass es aus Japan noch kommt. そう Diese minimalistische, nicht nur aus Japan, aber diese minimalistische い Gedanke. や、でもまあ日本にはわびさびっていう文化がありますからね。 Ha. その無にも美しさを感じるっていう。 Mm. 例えばドイツの寿司とかはめちゃくちゃ派手なんですよ。 Mm. なんかね、ドラゴン寿司ロールとか。 Ja, zum なんか Beispiel. いろんなものが入ってるんだけど、まあ日本は結構シンプルで、 Hi. シンプルザベストっていうような文化は確かにあるんで。うん。めんどくさいだけです。めんどくさい。めんどくさい? viele Sachen, neue Sachen. 本当に私は本当に好き。jeden Tag. Online bestellen. Yay, Paket. これ、ヨシスタイルじゃない。はい。だからいつも俺の新しい服とかいつもアサルが買います。はい。はい。俺が買わなすぎて、アサルが、これいる？欲しいでしょって言って、勝手に買ってます。はい。はい、すごいね。Deswegen beste Couple. だからグッド。だからベストカップル。他にはそのデート中とかなんか外に行った時とかはないの？ Also ich finde wirklich diese Pünktlichkeit, Verlässlichkeit, fleißig sein, nicht sehr viel beschweren, das ist schon super. Okay. Das sind alles, ja, für mich super. Für andere Frauen? Vielleicht nicht gut für andere Frauen. Echt? Nicht alle mögen. じゃあ何がfür andere Frauenいいの？ Vielleicht andere Frauen möchten mehr reden. Japanische Charakter? Ja, also japanische Charakter vielleicht passt nicht zu aller andere Frau, weil einige Frauen möchten mehr Emotion haben, mehr reden, mehr aktiv sein. Aber natürlich, deine Charakter kann andere Japaner haben, nicht gleiche Charakter wie Yoshi vielleicht. Ja, nicht alle Japaner sind so, aber vielleicht viele, ich weiß es nicht. Wenn ihr wisst, dann schreibt uns. Ja. Ja, also deswegen, ich denke vielleicht... Aber wenn ihr einen Mann wollt, der verlässlich ist und pünktlich ist und fleißig ist... Aber du kennst viele meine japanische Freunde? Ja, die sind ähnlich wie du. Nicht alle, aber einige. Also einige japanische Freunde von Yoshi sind auch ruhig und sehr nett. Alle sehr ruhig, sehr nett, aber die mögen alle Onsen. Das kann sein, weiß Die ich mögen nicht. blonde Frauen und blaue Augen. Kann sein. Nein, Nicole kann sein. Deswegen denke ich mir, auf jeden Fall, es gibt Ähnlichkeiten, Charaktereigenschaften, aber ja, wenn ihr das mögt, dann japanische Mannいいです。Okay. じゃあ最後にじゃあ日本人の男の人にメッセージ。日本人男の子。グッGut! いいね。いいね頑張って。頑張って Wenn ihr eine Gaikujin-Frau kennenlernen wollt, dann 頑張ってください Okay. 何私はバカかわいい。はいはい。じゃあそんな感じで本日の動画は日本人の男性のいいところをちょっと妻のアサルに聞いてみました。はい。はい。よかったね。よかったね。Das japanische Mann gefunden hast. 本当によかったねはい。ってな感じで、もしこの動画が面白いなとかいいなって思って、アサル可愛いなって思ってくれたら、ぜひチャンネル登録と、いいね、この動画のいいねをよろしくお願いします。チャンネル登録よろしくお願いしますあと少しで1000人なのでぜひご協力お願いします。というところで、また次の動画で会いましょう。はい。バイバイ。じゃあねー。またねー。